Wie ist der Bodenzustand und insbesondere die Humusversorgung auf deutschen Äckern und Grünländern? Mit dieser Frage sind wir im Jahr 2011 in die bundesweite Ersterhebung gestartet. Wir wissen nun, dass in deutschen Agrarböden etwa 2,5 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in Humus gespeichert sind. Jetzt, nach etwa 10 Jahren, ist es Zeit zu schauen, ob sich etwas verändert hat und ob eventuelle Veränderungen mit Klima- oder Bewirtschaftungsänderungen zu erklären sind. In den Jahren 23 bis 27 soll deshalb die Bodenzustandserhebung zum ersten Mal wiederholt werden. Insgesamt 3000 Punkte müssen von Braunschweig aus angefahren werden. Es ist dabei sehr wichtig, dass die Probennahme am exakt gleichen Punkt stattfindet. Wenn die Lage des vergrabenen Unterflurmarkers identifiziert wurde, werden 4 Probenahmepunkte eingemessen. Anders als bei der ersten Inventur werden nun nur noch 4 kleine Schürfgruben innerhalb eines 12 x 12 Meter Quadrats bis in eine Tiefe von 50 cm geöffnet. Dies wird nach Absprache von einem Wissenschaftler des Thünen-Instituts alleine und selbstständig durchgeführt. Natürlich freuen sich die Bodenkundler auch über jedes direkte Gespräch. Jedes der 4 Profile wird in den Tiefen 0 bis 10 cm, 10 bis 30 und 30 bis 50 cm auf 2 unterschiedliche Weisen beprobt. Für die Ermittlung der aktuellen Lagerungsdichte des Bodens werden volumengetreue Proben mittels Stechzylindern entnommen. Für chemische Analysen wie den Boden-pH-Wert und den Humusgehalt wird eine repräsentative Mischprobe aus jeder Tiefenstufe gewonnen. Zusätzlich zur Probennahme wird jedes Mini-Profil fotografiert und kurz und knapp beschrieben. Zum Schluss wird jede Schürfgrube wieder tiefenstufengetreu verfüllt. Neben den Bodenproben werden auch Bewirtschaftungsinformationen der letzten 10 Jahre benötigt, um potenzielle Änderungen des Bodenzustands einordnen zu können. Diese können jetzt bequem und deutlich abgespeckt am Rechner eingegeben werden und werden natürlich absolut vertraulich behandelt. Die Ergebnisse der Bodenanalysen werden selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Da es der Anspruch der Bodenzustandserhebung ist, repräsentativ für Deutschland zu sein, ist die Wiederbeprobung jedes einzelnen Punktes sehr wichtig. Das Ergebnis dieser Inventur wird schon jetzt mit Spannung erwartet. Wir stehen vor einer Aufgabe, die nur als Teamwork mit über 3000 teilnehmenden Landwirten und Landwirtinnen gelingen kann. Also, willkommen im Team.